ihr großen und kleinen Brüder, raus aus den Federn und den Blick auf den Bildschirm nicht vergessen. Er braucht eure volle Aufmerksamkeit. Er braucht jeden Tag eure volle Aufmerksamkeit und damit es euch nicht zu langweilig wird, geht's weiter mit den größten Hits der 60er, 70er und den Spitzenreitern von heute. Ja, ich sollte aufstehen. Auch wenn ich erst um 10 in der Redaktion sein muss. Aber wenn ich morgens gut die Hälfte meines Überwachungssolls erfülle, habe ich heute Abend Zeit für andere Dinge. Ist während der Nacht etwas Besorgniserregendes vorgefallen? Anscheinend nicht. Jetzt erstmal Kaffee. The first time I saw you there, I would not really care too much. But slowly, as time went on, lovers have come and gone and such. Here's my promise to you, I promise I'll stay in touch. Es ist schön, eine morgendliche Routine zu haben. Mein Tag würde ohne Kaffee, Zigaretten und den schlafenden Tom nur halb so gut beginnen. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Einen Augenblick noch, dann, pünktlich um 6:30 ertönt sein Wecker. Irgendeine klassische Symphonie wird erklingen und ihn ebenso unsanft aus den Schlaf reißen wie mich gerade eben meine Musik. Im Gegensatz zu mir wird er sich jedoch unendlich lange hin und her wälzen und sein Überwachungssoll erst gegen Abend erledigen können. Auch wenn es, als die ersten Soziologen ihre Pläne vorstellten, noch sehr viele kritische Stimmen gegenüber dem EWE-System gegeben hatte, so waren diese doch sehr schnell verstummt, als es seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellte. Nachdem auf allen öffentlichen Plätzen, in jedem Gebäude und jedem Haushalt Überwachungskameras installiert und jedem Bürger ein Bildschirm und ein Zugang zum städtischen Rohrpostsystem zur Verfügung gestellt worden waren, konnte keiner mehr sicher sein, ob nicht in diesem oder jenen Moment sein persönlicher Beobachter seine 6 Stunden Überwachungssoll ableistete und die Behörden über jedes noch so kleine Detail per Eilrohrpost verständigte. So war jede Form des Verbrechens fast schlagartig zurückgegangen. Die Anzahl der geplanten und durchgeführten Terrorakte lag bei 0. Morde gab es keine mehr, ebenso wenig organisiertes Verbrechen. Ich möchte mich nicht herausreden. Ich möchte auch nicht belehren. Ich möchte einfach nur davon berichten. Und sei es nur, damit ich es selbst begreife. Es begann mit einem Brief. Dieser kam an einem Donnerstag, der viel Arbeit gebracht hatte. Wegen einer schweren Grippe hatte ich einiges nachzuholen und so war ich vollgepackt mit allerlei Unterlagen, als ich schließlich nachmittags aus der Redaktion zu Hause ankam. Ja, sehr witzig. Vielen Dank, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, Ihnen die Slapstick-Nummer des Tages zu präsentieren. Hin und wieder machte ich mir die Freude, zu meinem Beobachter zu sprechen, auch wenn eine Antwort recht unwahrscheinlich war.
Ohne Briefmarke. Absenderlos. Aufzeichnungen des EWE-Systems? Von mir? Diese Bilder mussten von meinem Beobachter festgehalten worden sein. Das fotografische Festhalten bestimmter Beobachtungen war bei verdächtigen Situationen eigentlich ein legitimes Vorgehen. Aber zum einen war an diesen Bildern nicht das geringste Diskreditierende zu erkennen und zum anderen war es dem Beobachter streng verboten, mit seinem Beobachtungssubjekt Kontakt aufzunehmen. Was mit diesem Brief womöglich soeben geschehen war. Was soll das? Sie wissen doch, dass das verboten ist. Sie könnten sich in ganz schöne Schwierigkeiten bringen, wenn Ihr Beobachter das mitbekommt. Wenn Sie damit ein Treffen beabsichtigen. Das ist unmöglich. Damit würden Sie nicht nur Ihren Hals riskieren, sondern auch meinen. In der Aufregung hätte ich fast vergessen, was noch alles zu tun war. Ich versuchte mich auf meine verbliebenen 3 Stunden Überwachungssoll zu konzentrieren, aber dieser verdammte Brief spukte weiter in meinem Kopf umher. So gut es irgendwie ging, ergänzte ich meine Aufzeichnungen über Tom und schickte sie auf die Reise zur EWE-Datenverarbeitungszentrale. Was erhoffte sich mein unbekannter Beobachter von dieser wenig subtilen Kontaktofferte? Gut, er wusste, dass ich in der Presse tätig war. Er wusste wohl wie niemand sonst um meine Arbeit, mein Engagement und die fast schon pathologische Akribie, mit der ich spannenden Geschichten nachging. Vielleicht wusste er außer mir niemanden, dem er diese Story verkaufen konnte. Und der Zufall wollte es, dass ausgerechnet ich sein Beobachtungssubjekt war. Aber glaubte er wirklich, ich würde mich auf ein Treffen einlassen? Entgegen aller selbstverständlichen Grundsätze der ganzheitlichen Überwachung? Nur aus journalistischer Neugier? Nein. Ich würde damit nicht nur das EWE-System hintergehen, sondern auch mich selbst und meinen Glauben an das Funktionieren der Gesellschaft, in der ich lebe. Nein, ich hatte mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Hatte Vor- und Nachteile abgewogen, hatte mit mir selbst gehadert und am Ende hatte doch die journalistische Neugier gesiegt. Bei dem Gedanken daran, dass meine Entscheidung eigentlich schon feststand, seit ich den Brief das erste Mal in der Hand gehalten hatte, schauderte es mir. Dieser Mann kennt mich besser als jeder andere. Und ich weiß nichts über ihn. Wie mag er aussehen? Wie lebt er? Welche Geheimnisse trägt er mit sich herum? Welche meiner Geheimnisse? Und wessen... Nikolai? Ich bin Hector. Ich freue mich, dass Sie trotz der gestrigen Ansprache Richtung Kamera aufgetaucht sind. Der journalistische Alpha, habe ich recht? Hören Sie zu. Ich will nur ganz sicher gehen, dass ich tatsächlich meinen Beobachter vor mir habe. Erzählen Sie mir was aus meiner Kindheit, was nur Sie wissen können. Erinnern Sie sich an Clara? Danke, das dürfte genügen. Also warum haben Sie mich kontaktiert? Warum haben Sie keine Angst davor, dass Ihr Beobachter jetzt gerade fein säuberlich unser Gespräch notiert? Ich habe keinen Beobachter. Ich arbeite für den Staat. Hören Sie, selbst die ranghöchsten Politiker haben einen Beobachter. Weiß ich. Aber wer meine Arbeit verrichtet, wird nicht beobachtet. Denn dort sieht man mitunter Dinge, Wo wird man denn heutzutage nicht beobachtet? in der EWE-Datenverarbeitung. Sie müssen das, was dort geschieht, mit eigenen Augen sehen. Ihnen wird man Glauben schenken, Ihrer Darstellung, Ihren Fotos. Ihre Leser und auch alle anderen Menschen verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Die Wahrheit? Vertrauen Sie mir. Es lohnt sich. Hector schwieg während der Fahrt, ließ mich über seine Beweggründe im Unklaren. Was auch immer er wollte,
Je näher dieses Ziel rückte, umso angespannter, ernster und verschlossener erschien er mir. Keine Sorge, hier ist nichts überwacht. Wir werden gleich ein etwas größeres Fabrikgelände passieren, vor dem unser Wagen von der Werkssicherheit kontrolliert werden wird. Nein, nein, es genügt vollkommen, wenn Sie sich hier unter dem Sitz verstecken. So genau ist diese Kontrolle nie und ich habe auch Autorisation für diesen Bereich. Was für ein lächerliches Versteck. Aber Hectors Sicherheit beruhigte mich und so verschwand ich in fast vollkommener Dunkelheit. Ah, Hector. Hey Micha, sag mal, was ist denn hier los? Ungewöhnlich viele Leute auf dem Gelände. Wir haben ein Problem. Wir haben Besuch aus der Zentrale. Hör zu. Die gehen über das ganze Gelände und inspizieren die Räumlichkeiten. Und in einer halben Stunde gehen sie runter zur Datenverarbeitung. Komme ich da überhaupt rein? Na, über den Haupttrakt schon mal gar nicht. Kannst du dich an die alten Büroräume erinnern? Die seit der Umstellung des Systems leer stehen. Über die könntest du es eventuell schaffen. Für den oberen Trakt kann ich dir auch die Schlüssel geben. Aber falls du erwischt wirst... Danke, Micha. So. Und jetzt mache ich nochmal kurz deinen Kofferraum auf, damit es wenigstens nach Kontrolle aussieht. Also dann. Sie können rauskommen, Nikolai. Die Luft ist jetzt rein. Aber wir müssen uns beeilen. Wir hielten auf einem großen, vollkommen verlassenen Parkplatz. Wir betreten das Gebäude über die alten Büroräume. Die Datenverarbeitung findet weiter unten statt. Wo führt mich dieser Mann hin? Was will er mir zeigen? Endlos lange Gänge, von kargem Licht beleuchtet. Und überall diese unheimlichen, ausgestorbenen Räume. Was wird hier versteckt? Hinter diesen kahlen, zerfallenen Wänden, den endlos scheinenden Wegen, durch die Hector mich nervös, voller Angst entdeckt zu werden, vorantreibt. Und schließlich
geht es hinab. Was Sie hier hören, sind die zusammenlaufenden Ewe-Rohrpostleitungen der gesamten Region. Ich fragte mich, wo sie hinführten, was mich dort erwartete. Wie wurden die Daten ausgewertet? Und von wem? Für wen? Wer profitierte von ihnen? Wurden sie etwa verkauft? Meine Gedanken schlugen Kapriolen. Doch dann nahm ich zum ersten Mal diesen Geruch wahr. Er erinnerte mich an Plastik. An schmelzendes Plastik, verbranntes Plastik, an... Das, was hier zu sehen war kein Datenverarbeitungsbüro. Es war eine Fabrik. Tagtäglich mühevolle 6 Stunden Überwachungsarbeit landete ungeöffnet in den Flammen. Schmolz zusammen, verbrannte, wurde zerstört. Keine Kontrolle, keine Ausbeutung der Informationen, nichts dergleichen. Niemand wurde über die Beobachtungen informiert, niemand wertete sie aus. Sie wurden schlicht und einfach vernichtet, aus dem Weg geräumt, wie die Ergebnisse einer sinnlosen Beschäftigungstherapie. Ich denke, wir sollten jetzt gehen, bevor uns jemand sieht. Und? Wenn Sie mehr sehen wollen, kann ich Sie gerne nochmal einschleusen. Ich habe alles gesehen, was ich sehen musste. Wir werden Tag für Tag beobachtet. Dabei wäre es nicht einmal notwendig. Vielleicht ist es das doch. Schließlich haben wir die effektivste Verbrechensbekämpfung in der Geschichte unseres Staates. Und das nur dank der Angst vor der allumfassenden Kontrolle. Eine ungerechte, eine falsche Angst. Aber war die Angst vor Gott so falsch? War die Angst vor der Hölle so falsch? Vielleicht brauchen wir Menschen das Gefühl einer uns alle übersteigenden und kontrollierenden Kraft, um richtig zu handeln. Sie haben resigniert. Nicht was die Wahrheit betrifft, sondern was den Menschen betrifft. Vielleicht. Ja, vielleicht habe ich das. Tut mir leid, Hector. Ich kann Ihnen nicht helfen. Leben Sie wohl.